Hallo zusammen, ich bin heute eine Katze. Ich bin Anna. Hallo Anna, du bist eine Katze? Das ist lustig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ich liebe Tiere. Deshalb möchte ich heute über mein Lieblingstier sprechen. Das ist ein perfektes Thema. Unser Thema heute ist Tiere. Wir werden lernen, wie man ein Tier beschreibt. Ist es groß? Ist es klein? Welche Farbe hat es? Was frisst es? Das ist eine sehr einfache und sehr repetitive A2-Lektion. Ja, lass uns über Hunde, Katzen, Löwen und Elefanten sprechen. Langsam, langsam. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Was ist dein Lieblingstier? Also Anna, ich frage dich. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist die Katze. Ich liebe Katzen. Die Katze. Plural die Katzen. Anna liebt Katzen. Warum magst du Katzen? Weil sie süß sind. Und sie sind weich, soft. Und sie sind unabhängig. Okay, die Katze ist süß, die Katze ist weich. Ist die Katze groß? Nein, die Katze ist klein. Es ist ein kleines Tier. Also die Katze ist ein kleines, süßes und weiches Tier. Wiederholen Sie nach mir. Die Katze ist klein. Die Katze ist süß. Die Katze ist weich. Die Katze ist unabhängig. Hast du eine Katze, Anna? Das Verb haben. Ich habe. Ja, ich habe eine Katze. Sie heißt Mimi. Wie sieht Mimi aus? Welche Farbe hat sie? Mimi ist schwarz und weiß. Sie hat schwarzes und weißes Fell. Das Fell sind die Haare von einem Tier. Sie ist schwarz und weiß. Sie hat ein Fell. Ist sie rot? Nein, es gibt rote Katzen, aber Mimi ist nicht rot. Hat sie 4 Beine? Ja, sie hat 4 Beine. Und sie hat einen Schwanz, einen langen, schwarzen Schwanz. Das Vokabular für den Körper. Die Beine, der Schwanz. Wiederholen Sie. Sie hat 4 Beine. Sie hat einen Schwanz. Wir haben über die Katze gesprochen. Jetzt sprechen wir über das andere sehr beliebte Tier, der Hund. Der Hund. Ich mag Hunde, aber ich mag Katzen lieber. Und du, Lukas? Was ist dein Lieblingstier? Ich mag Hunde lieber. Ich mag Hunde, weil sie treu sind, loyal und sie sind intelligent. Treu und intelligent. Das stimmt. Hast du einen Hund? Nein, ich habe jetzt keinen Hund, aber als ich ein Kind war, hatte ich einen. Er hieß Rex. Wie war Rex? Präteritum. Rex war groß. Er war ein großer brauner Hund. Meine Katze ist klein, dein Hund war groß. War Rex böse? Nein, er war nicht böse. Er war sehr lieb. Er mochte spielen. Er mochte spielen. Womit hat er gespielt? Er hat mit einem Ball gespielt. Einem roten Ball. Der Hund spielt mit dem Ball. Wiederholen Sie. Der Hund ist lieb. Der Hund spielt. Die Katze macht Miau. Der Hund macht Wuff Wuff. Man sagt, er bellt. Er bellt. Okay. Hat Rex viel gebellt? Ja, wenn er einen anderen Hund gesehen hat, hat er gebellt. Wir haben die Haustiere gesehen. Jetzt gehen wir aufs Land. Sprechen wir über die Bauernhoftiere. Oder Tiere auf dem Bauernhof. Oh ja, der Bauernhof. Ich mag die Kuh. Die Kuh. Das ist ein großes Tier. Welche Farbe hat die Kuh? Die Kuh ist oft weiß mit schwarzen Flecken. Sie gibt Milch. Die Kuh gibt Milch. Ist die Kuh klein? Nein, die Kuh ist sehr groß und sie ist schwer. Welches Geräusch macht die Kuh? Die Kuh macht Mu. Und das Tier, das Eier legt? Das ist das Huhn oder die Henne. Das Huhn ist klein. Es hat 2 Beine. Und es hat Federn. Federn. Katzen haben ein Fell, Haare. Hühner haben Federn. Das ist ein wichtiger Unterschied. Kann das Huhn fliegen? Nicht sehr gut. Es läuft viel. Und das Rosatier?
Das ist das Schwein. Das Schwein ist rosa. Es ist lustig. Es hat eine Steckdosennase. Wiederholen wir die Tiere vom Bauernhof. Die Kuh, das Huhn, das Schwein. Jetzt gehen wir auf Reisen. Wir gehen in den Dschungel oder in die Savanne. Sprechen wir über wilde Tiere. Ich liebe das. Mein liebstes wildes Tier ist der Löwe. Der Löwe. Er ist der König der Tiere. Er ist stark. Er ist gefährlich. Er ist stark. Er ist gefährlich. Ist er lieb? Nein, er ist nicht lieb wie ein Hund. Er ist wild. Er frisst Fleisch. Und er hat eine große Mähne. Und der Elefant? Der Elefant ist riesig. Er ist das größte Tier an Land. Er ist grau. Er hat einen Rüssel, Trunk und große Ohren. Der Elefant ist größer als der Löwe. Die Maus ist kleiner als die Katze. Das ist gut, Anna. Größer als, kleiner als. Der Elefant ist groß. Die Maus ist klein. Der Elefant ist größer als die Maus. Und die Giraffe? Die Giraffe ist sehr hoch. Sie hat einen sehr langen Hals. Sie ist gelb mit braunen Flecken. Frisst sie Fleisch? Nein, sie frisst Blätter. Sie ist Vegetarierin. Es ist Zeit für das Quiz. Ich beschreibe ein Tier und du musst raten, Anna. Und Sie auch, liebe Zuhörer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Es ist ein Haustier. Es hat 4 Beine. Es mag keine Katzen. Es ist der beste Freund des Menschen. Es macht Wuff. Was ist es? Das ist einfach. Das ist der Hund. Richtig. Es ist ein Tier auf dem Bauernhof. Es ist dick und rosa. Es hat einen kleinen Ringelschwanz. Was ist es? Das ist das Schwein. Exakt. Es ist ein wildes Tier. Es ist sehr groß und grau. Es hat einen Rüssel. Was ist es? Das ist der Elefant. Es ist ein kleines Tier. Es ist grün. Es lebt im Wasser und an Land. Es springt. Was ist es? Es ist grün und es springt. Ist es der Frosch? Ja, es ist der Frosch. Haben Sie die Antworten gefunden? Es hat einen langen Hals. Es ist gelb. Die Giraffe. Es fliegt. Es singt. Es hat Federn. Der Vogel. Und voilà, wir haben heute viele Tiere gesehen. Machen wir eine letzte Zusammenfassung. Okay. Mein Lieblingstier ist die Katze. Die Katze ist klein, süß und weich. Sie hat 4 Beine und einen Schwanz. Der Hund ist treu und intelligent. Er ist oft größer als die Katze. Die Kuh ist groß, weiß und schwarz. Sie gibt Milch. Das Huhn ist klein und legt Eier. Der Elefant ist grau und riesig. Die Giraffe ist hoch und gelb. Der Löwe ist gefährlich. Ich mag alle Tiere. Ihre letzte Mission. Schreiben Sie einen Satz in die Kommentare. Halt! Stopp! Gehen Sie nicht weg! Wir sind noch nicht fertig! Was ist los, Anna? Warum schreist du? Es ist Zeit, Lukas. Es ist Zeit für die geheime Grammatikecke. Ah, genau. Willkommen zur großen Grammatik-Masterclass, liebe Zuhörer. Heute haben wir viel Zeit, um die deutsche Sprache wirklich zu verstehen. Haben Sie Angst vor Grammatik? Keine Sorge, wir machen das zusammen. Es wird sehr einfach und es wird ein großer Spaß. Ich habe meinen Stift, ich habe meinen Kaffee, ich bin absolut bereit. Welches Geheimnis lernen wir heute zuerst, Lukas? Unser erstes Thema heute ist der Plural, Mehrzahl. Ein Tier ist süß, aber viele Tiere sind noch süßer. Der Plural auf Deutsch ist manchmal schwer. Es gibt so viele Endungen. En, er oder gar nichts. Das stimmt, Anna. Aber bei den Tieren können wir das leicht üben. Fangen wir mit der Katze an. Eine Katze. Die Endung ist e. Im Plural hängen wir ein n an. 2 Katzen. Die Katze, die Katzen. Sprechen Sie nach. Eine Katze. 2 Katzen. Jetzt der Hund. Der Hund bekommt im Plural ein e. Ein Hund. 2 Hunde.
Der Hund. Die Hunde. Ich liebe alle Hunde. Sprechen Sie nach. Ein Hund. Viele Hunde. Und jetzt du, Anna. Ich sage den Singular, du sagst den Plural. Achtung, das Schwein. Es bekommt ein E. Das Schwein. Die Schweine. Richtig. Der Löwe. Er bekommt ein N. Der Löwe. Die Löwen. Sehr gut. Und der Vogel? Er bekommt einen Umlaut. O wird zu Ö. Der Vogel. Mit Ö. Die Vögel. Perfekt. Jetzt Sie zu Hause. Der Elefant. Plural mit N. Die Elefanten. Die Kuh. Plural mit Umlaut und E. Die Kühe. Wow, das war ein tolles Training für den Plural. Was kommt jetzt? Unser zweites Thema ist der Komparativ. Wir vergleichen Tiere. Auf Deutsch ist Vergleichen sehr logisch. Wir nehmen das Adjektiv, zum Beispiel klein oder schnell, und wir geben ihm ein Geschenk am Ende, die Buchstaben E und R. Klein wird kleiner, schnell wird schneller. Und dann brauchen wir das Wort als. Kleiner als. Schneller als. Ganz genau. Machen wir ein Beispiel. Die Maus und die Katze. Das Adjektiv ist langsam. Wer ist langsamer? Die Maus ist langsamer als die Katze. Sprechen Sie nach. Die Maus ist langsamer als die Katze. Der Hund ist schneller als die Kuh. Aber Achtung, Anna. Bei groß gibt es einen Umlaut. Das O bekommt 2 Punkte. Groß wird größer. Ah, also der Elefant ist größer als der Hund. Exzellent. Und aus lang wird länger. Die Giraffe hat einen Hals. Der Hals der Giraffe ist länger als der Hals vom Hund. Lukas, ich habe eine Frage. Der Elefant ist größer als der Löwe. Aber was ist mit dem Wal? Der Wal ist doch das absolute Maximum. Ah, Anna, du bist brillant. Für das absolute Maximum brauchen wir den Superlativ. Der Superlativ ist der König der Adjektive. Wir brauchen das Wort am und die Endung sten. Beispiel: klein, kleiner, am kleinsten. Schnell, schneller, am schnellsten. Am kleinsten, am schnellsten. Das klingt sehr wichtig. Bitte nachsprechen. 3 Stufen. Klein, kleiner, am kleinsten. Machen wir Sätze. Anna, der Gepard. Ist er schnell? Ja, er ist sehr schnell. Er ist am schnellsten. Der Blauwal. Ist er groß? Denk an den Umlaut. Groß, größer. Er ist am größten. Der Blauwal ist am größten. Ihre Reihe. Der Gepard ist am schnellsten. Der Blauwal ist am größten. Das war fantastisch. Jetzt machen wir unsere dritte Lektion. Eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Das Präteritum. Im Präsens jetzt sage ich bin. Aber in der Vergangenheit sage ich war. Im Präsens sage ich habe. In der Vergangenheit ich hatte. Sprechen Sie nach. Ich bin. Ich war. Ich habe. Ich hatte. Also, Lukas, du hast gesagt, als ich ein Kind war, hatte ich einen Hund. Exakt. Das ist für ich. Aber was ist mit du? Du warst, du hattest. Einfach ein ST am Ende. Du warst ein Kind. Du hattest einen Hund. Das ist logisch. Und für er, sie, es ist genau wie ich. Er war, sie hatte. Mein Hund Rex war groß. Meine Katze Mimi hatte 4 Beine. Das ist das Wichtigste für heute. Bitte wiederholen Sie die Vergangenheit. Ich war. Du warst. Er war. Ich hatte. Sie hatte.
Das Präteritum ist gar nicht gruselig. Es ist wie ein Spiel. Und genau deshalb spielen wir jetzt. Willkommen zum gigantischen Finale, das Mega-Quiz. Juhu, ich bin bereit für das Mega-Quiz. Machen Sie alle mit. Ich frage und Sie haben 3 Sekunden Zeit zum Antworten, bevor Anna die Lösung sagt. Hören Sie gut zu. Frage 1. Der Plural. Ein Hund, 2. 2 Hunde. Richtig. Frage 2. Eine Katze, viele. 4 Katzen. Sehr gut. Frage 3. Jetzt der Komparativ. Die Maus und der Elefant. Wer ist kleiner? Die Maus ist kleiner als der Elefant. Frage 4. Die Giraffe und der Hund. Wer ist größer? Die Giraffe ist größer als der Hund. Sehr gut. Frage 5. Der Superlativ. Der bepaart. Ist er schneller oder ist er... Er ist am schnellsten. Exzellent. Frage 6. Der Blauwal. Er ist nicht nur größer, er ist... Er ist am größten. Frage 7. Jetzt die Zeitreise. Das Präteritum. Ich sage Präsens, die Katze ist klein, du sagst Präteritum. Die Katze war klein. Frage 8. Ich habe eine Kuh. Wie ist die Vergangenheit? Ich hatte eine Kuh. Frage 9. Du bist mein Freund. Wie ist die Vergangenheit? Du warst mein Freund. Letzte Frage. Das ultimative Rätsel. Alles zusammen. Hör gut zu. Als ich ein Kind war, hatte ich ein Tier. Es war nicht groß. Es war kleiner als ein Hund. Es war weich und süß und es machte Miau. Was war mein Tier? Es war eine Katze. Du hattest eine Katze. Ja, es war eine Katze. Fantastisch, Anna. Und fantastisch, liebe Zuhörer. Ihr seid Meister der Grammatik. Und damit, liebe Zuhörer, sind wir am Ende unserer gigantischen Grammatik-Masterclass. Das war ein langes und intensives Training. Wir haben heute den Plural, den Komparativ, den Superlativ und das Präteritum gemeistert. Ich bin so prollt auf uns. Sie haben großartig mitgemacht. Grammatik braucht Zeit, aber wenn man sie laut spricht und übt, wird sie ganz natürlich. Hören Sie diese Lektion gerne noch einmal. Ihre Hausaufgabe für heute: Schreiben Sie uns in die Kommentare, welches Tier hatten Sie als Kind oder welches Tier war Ihr Lieblingstier. Schreiben Sie, als Kind hatte ich einen Hund oder mein Lieblingstier war eine Katze. Wir lesen alle Kommentare. Vielen Dank für eure tolle Energie und eure Geduld heute. Danke dir, Anna, für die großartige Hilfe. Bleibt fleißig, übt weiter Deutsch und wir hören uns im nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.